Wir verlassen den Sognefels bei wunderbarem Wetter. Dann geht es weiter Richtung Geiranger. Es werden an diesem schönen Tag nur 150 Kilometer Fahrtstrecke. Zahlreich am Weg finden sich Wasserfälle und Gebirgsbäche. Manche plätschern vor sich hin, andere tosen den Hang herunter. Die Fahrt führt über Lohm, der wichtigsten Stadt hier in der Region. Das merkt man sehr schnell am etwas chaotischen Verkehr, obwohl es eine Kleinstadt mit gerade mal 26.000 Einwohnern ist. Bald jedes zweite Fahrzeug ist ein Wohnmobil oder Karawan. Es ist Saison. Auch in Lohm ist eine alte Stabkirche. Deswegen kommen viele der Besucher hierher. Es handelt sich um eine der größeren Stabkirchen Norwegens, wurde vermutlich um 1150 nach Christi erbaut und im 17. Jahrhundert durch 2 Seitenschiffe ergänzt. Sie ist heute noch als Kirche in Benutzung. Es geht immer weiter, wieder durch wunderschöne Berglandschaften. Wir nähern uns langsam Geiranger. Das sieht man auch am deutlich zunehmenden Verkehr. Ist der Ort und gleichnamige Fjord doch ein touristischer Hotspot.
Dahlen Camping, 5 Kilometer entfernt und 400 Höhenmeter oberhalb von Geiranger gelegen, weg vom Trubel des touristischen Ortes. Die Hütte hier mithin die schönste bisher. Hier bleiben wir 3 Nächte, erkunden den Geiranger Fjord, den Ort und die Umgebung. Wir sind hier an einem touristischen Hotspot ganz Norwegens in der Nähe des Geiranger Fjords. Der Ort Geiranger hat 220 Einwohner, aber mehr als 800.000 Menschen pro Jahr wollen den Ort besuchen. Viele kommen mit dem Kreuzfahrtschiff. Man sollte den Ort deswegen außerhalb der Saison besuchen, denn der überbordende Tourismus hat auch seine Schattenseiten, auch wenn die Region für nachhaltigen Tourismus zertifiziert ist. Aber der Besuch lohnt. Die ganze Gegend hier ist Weltnaturerbe der UNESCO. Das Dorf Geiranger liegt malerisch gelegen am Kopf des Geiranger Fjords. Die Einwohner leben vor allem vom Tourismus. Im Sommer steigt deren Zahl von den 220 auf über 2000 an. Der Ort ist ein beliebtes Ziel auf Norwegen-Kreuzfahrten und Busreisen. Das erste Schiff mit Touristen legte bereits 1869 hier an. Ist man früh am Morgen oder gegen Abend unterwegs, ist es ruhiger. Die Zertifizierung als nachhaltiges Reiseziel bekam Geiranger, weil hier die lokale Natur, Kultur und Umwelt besonders geschützt und auch aktiv etwas gegen überbordenden Tourismus unternommen wird. So dürfen ab 2026 keinerlei Schiffe mit Schweröl mehr den Ort anlaufen, aber schon jetzt wurden die Abgasvorschriften verstärkt. Ziel ist, nur noch kleinere Schiffe mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb zuzulassen. Der 15 Kilometer lange Geiranger Fjord ist umgeben von bis zu 1700 Meter hohen schneebedeckten Bergen, Wasserfällen und grünen Tälern und von der UNESCO seit 2005 als Weltnaturerbe geschützt, weil kaum durch Menschen verändert. Die 7 Schwestern, 7 direkt nebeneinander in den Fjord stürzende Wasserfälle, deren Höhe beträgt 300 Meter. Der Wasserfall Freyr gegenüber den 7 Schwestern. Er hat die Form einer Flasche. Einer Legende nach wollte ein Freier eine der 7 Schwestern ehelichen, alle aber wiesen ihn zurück. Er griff infolgedessen zur Flasche, wurde Alkoholiker, deswegen die Form des Wasserfalles. An der engsten Stelle ist der Fjord nur 600 Meter breit. Deswegen können ihn im Winter keine größeren Schiffe passieren, wegen der Gefahr von Lawinenabgängen. Das könnte zu hohen Wellen führen. Zu den Sehenswürdigkeiten des Ortes gehört das Norsk Fjord Center. Vom Ortskern aus führt ein schöner Weg über 323 Stufen die 80 Höhenmeter hinauf zu dem Gebäude. Er geht an einem tosenden Wasserfall vorbei und führt direkt zu dem Zentrum für die Verwaltung des Weltkulturerbes mit Café, Shop und Museum zum Thema Fjorde.
In dem Besucherzentrum erfährt man viel über die geologischen Prozesse, die zum Entstehen der Fjorde geführt haben, über die Pflanzen und Tiere, die sich hier finden, sowie über das Leben früherer Zeiten in dieser Region. Es geht hoch auf den Dalsnibba, die Wolken in der Höhe haben sich verzogen. Allein schon die Fahrt auf den Berg lohnt. Zahlreiche Haarnadelkurven und Steigungen von 10% führen auf den Gipfel in eine Höhe von 1476 Metern. Oben am Geiranger Skywalk angekommen, erstmal ein kleiner Spaziergang um den Gipfel herum. Die Landschaft und der Ausblick auf die schneebedeckten Gipfel ringsherum sind einfach fantastisch. Es ist jetzt am frühen Abend bei weitem nicht so viel los wie befürchtet. Von hier aus ist auch der Geiranger Fjord gut zu sehen. Lassen wir die Drohne sprechen und genießen die Ausblicke.
Gegen später zieht es am Gipfel wieder zu. Wir haben das richtige Zeitfenster erwischt. Hilfreich dabei sind die Webcams. Unten scheint dagegen weiterhin die Sonne. Die Maut von etwa 25 € hoch auf den Berg ist jeden Cent wert. Über den alten Strynje-Felswegen und die Ortschaft Stryn, hier übernachten wir einmal, geht es zu unserem letzten Ziel, der Stadt Bergen. Bis nach Stryn sind es auf direktem Weg nur 70 Kilometer. Wir machen aber einen Umweg über den Gamle Strynjefjellswegen. Die 100 Kilometer mehr Strecke lohnen. Es geht an mehreren parallel verlaufenden Schmelzwasserflüssen mit Kaskaden und Wasserfällen vorbei, den Berg hinauf, kilometerweit über ein Hochplateau und an einem derzeit trostlosen Sommerskigebiet. 10 Jahre arbeiteten norwegische und schwedische Arbeiter an dieser Bergstraße, bis sie 1894 für den Verkehr freigegeben wurde. Sie galt als ingenieurtechnische Meisterleistung und war etwa 80 Jahre lang die wichtigste Ost-West-Verbindung in diesem Teil Norwegens. Sie ist bis heute gut zur Hälfte immer noch eine Lehmpiste. Bis in die 50er Jahre hielten 200 Arbeiter im Winter die metertief eingeschneite Straße frei, per Hand mit Schaufeln. Die grünliche Färbung des Wassers rührt von feinsten Ton- und Lehmpartikeln her, Abrieb der Gletscher, die den steinigen Untergrund zu Pulver zermahlen. Schmelzwasser schwemmt die Feinteile dann in die Seen. Dort schweben die Partikel im Wasser und absorbieren das kurzwellige Licht, also Rot, Orange und Gelbtöne. Übrig bleibt Blau und Grün, die das Auge erreichen. Nach 3 Stunden auf der alten Straße kommen wir wieder auf die asphaltierte Hauptachse Richtung Stryn. 3 Tunnel ersetzen heute den Weg über den alten Strynjefjellswegen. Am kommenden Tag hat das Wetter umgeschlagen, es regnet und ist recht kühl. Passt zum Fahrtag
sind es doch noch 300 Kilometer nach Bergen. Aber bei Regen sieht es weniger idyllisch aus. Wir sind in Bergen. Auch am Folgetag regnet es fast ununterbrochen. Also machen wir uns auf zum Museum von Edvard Grieg, nahe der Stadt in Troldhaugen gelegen. Hier lässt sich Wohnhaus und Garten besichtigen, in dem der norwegische Komponist 22 Jahre lang lebt und auch starb. Edvard Grieg ist Komponist vieler bekannter Werke, hierzulande ein Nationalheld und gegen Ende des 19. Jahrhunderts einer der meistgespielten Komponisten weltweit. Sein bekanntestes Werk dürften wohl die Peer Gynt-Suiten sein, auf Basis des Schauspiels von Henrik Ibsen. Über die Sommersaison finden täglich Klavierkonzerte in der auf dem Gelände befindlichen Konzerthalle statt. Wechselnde Pianisten spielen Werke von ihm. Filme ist aber nicht gestattet. Nahe dem Wohnhaus mit Blick auf den See findet sich die kleine Gartenhütte, in der er viele seiner Werke komponierte. Sein Haus und Einrichtung sind in dem Zustand zu seinem Tod im Jahr 1907. Seitdem hat man nichts verändert. In einer Felswand im Garten am See gelegen sind die Urnengräber von Edvard und Nina Grieg. Nachmittags lässt der Regen etwas nach, also auf zum Fischmarkt am Alten Hafen im Zentrum gelegen. Bereits im 13. Jahrhundert war der Markt Treffpunkt und Handelsplatz zwischen den Fischern, Bauern und Einwohnern. Früher noch ruderten die Fischer aus den umliegenden Dörfern hierher und verkauften den Fang des Tages direkt vom Boot aus. Nebenan liegt die moderne Fischhalle, die das ganze Jahr über geöffnet hat, während der Markt außen im Winter zu ist. Tags darauf es regnet. Nicht ungewöhnlich. In der Stadt fällt im Juli und August durchschnittlich an 25 Tagen Regen. Jährlich kommen so etwa 2250 mm Niederschlag zusammen. Mithin ist Bergen die regenreichste Stadt des ansonsten an Regen sowieso nicht armen Norwegens. Im Zentrum am Alten Hafen hat die Stadt den Charme und Flair einer Kleinstadt.
Der Grund dafür ist das alte Stadtviertel Brügge. Es entstand um 1343 als Handelsniederlassung der Hanse, später wurde sie der Hansestadt Lübeck zugeordnet. 1702 brannte ein Großteil ab, wurde wieder aufgebaut. Ein weiterer Brand von 1955 zerstörte noch einmal große Teile. Übrig blieben 62 Gebäude, selbst die sollten damals abgerissen werden. Heute ist das Viertel Welterbestätte der UNESCO und zahlreiche Handwerksläden, Galerien, ein Museum, Restaurants und Touristenshops bieten hier ihre Waren feil. Mithin prägt die hanseatische Landungsbrücke das Erscheinungsbild des Stadtzentrums und ist ein auffälliges Überbleibsel aus der Zeit, als Bergen das Handelszentrum Norwegens und dem Rest von Europa war. Das Wetter hat sich am folgenden Tag gebessert, also hoch auf den 320 Meter hohen Fløyen. Nach mehreren Tagen Regen haben aber auch viele andere dieselbe Idee. Ein Ticket schnell online besorgt, erspart die lange Warteschlange an der Kasse. Dennoch heißt es anstehen für die Fahrt hoch mit der Fløyenbahn, einer Standseilbahn. Die Fahrt dauert nur 6 Minuten und startet im Zentrum. Oben angekommen finden sich Restaurant, Cafés, Souvenirshop und ein großer Kinderspielplatz. Ergänzt durch mehrere nahegelegene Waldspielplätze und dem Trollwald. So verteilt es sich etwas. Der Fløyen ist ein Kinderparadies, besonders für Familien geeignet. Die Seilbahnstation ist auch Ausgangspunkt für kürzere und längere Wanderungen. Gerade mal 10 Minuten sind es zum See Skomattadijk. Auf dem Gewässer lassen sich kostenlos Kajaks für eine Tour ausleihen. Und im Winter läuft man hier Schlittschuh. Auch ein Kaffee sowie Grill- und Picknickplätze finden sich hier.
Für uns ist der Hauptgrund, auf den Fløyen zu kommen, jedoch der Blick auf die Stadt Bergen. Einen besseren Überblick über die zweitgrößte Stadt Norwegens mit ihren 265.000 Einwohnern hat man wohl von keinem anderen Ort aus. Es heißt jetzt Abschied zu nehmen von dieser Region, nicht aber von Norwegen. Denn die Reise geht weiter. Unser nächstes Ziel ist Spitsbergen ganz oben im Norden. Mit einem Expeditionsschiff geht es rund um die Insel in die Arktis. Hier stehen Polarforscher, Walrosse und Eisbären im Fokus, sowie traumhafte Landschaften und Kajaktouren durch das Eismeer.